Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch die ersten Plätzchen für das Jahr 2024. Das wird wieder eine wunderschöne, gemütliche Backzeit mit uns allen hier. Und ich habe mir diese Plätzchen ausgewählt, meine Rubinplätzchen, weil man sie auch super abwandeln kann für eine Halloween-Feier. Und das ist ja nun bald, steht ja vor der Haustür. Meine Kinder sind schon sehr, sehr aufgeregt. Wir feiern das immer groß. Und diese Plätzchen kann man einfach abwandeln, indem man noch so zwei Monsteraugen oben aufsetzt oder ein blutunterlaufenes Auge. Also das lässt sich prima auch verwenden für die Halloween-Zeit. Aber natürlich auch als erstes wunderschönes Plätzchen für den Plätzchenteller oder einfach so zum Tee, zum Kaffee. Die Plätzchen sind denkbar einfach gemacht und das Rezept müsst ihr nicht mitschreiben, sondern ihr findet es wie immer hier zum Nachlesen und zum Ausdrucken bei mir auf dem Blog. Alle anderen wichtigen Infos findet ihr auch hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren, denn jeden Sonntag geht hier ein neues Torten-, Kuchen- oder Plätzchen-Video online. Hier unten die kleine Glocke drücken, dann bekommt ihr alle Benachrichtigungen. Und wir starten gleich mit unserem leckeren Mürbeteig. Zuerst geben wir das Mehl in eine Schüssel, 250 Gramm. Hinzu kommt ein gestrichener Teelöffel Backpulver. Immer gut, das miteinander schon mal zu vermischen, damit das Backpulver sich schön im Mehl verteilt und nicht irgendwo an einer Stelle hocken bleibt. Hinzu kommt 100 Gramm Zucker, ein Teelöffel Vanillepaste. Da könnt ihr aber auch ein Päckchen Vanillezucker nehmen oder einen Esslöffel selbstgemachten Vanillezucker. Natürlich darf die Prise Salz nicht fehlen. Und wer sich jetzt fragt, wozu Salz? Ja, für den runden Geschmack. Das muss man eigentlich immer zufügen, auch wenn es nicht im Rezept steht. Dann haben wir noch 3 Eigelb der Größe M. Die Eiweiß brauchen wir nachher. Und ich gebe noch hinzu 150 Gramm weiche Butter. Ihr könnt hier auch Margarine verwenden, aber ich finde, Butter schmeckt einfach doch wesentlich besser bei Plätzchen gerade. Das sind unsere Zutaten und die verrühren wir jetzt erstmal auf niedrigster Stufe und dann können wir hochschalten. Und wenn unser Teig so schön klumpig aussieht, einfach einmal dann noch mit den Händen kurz durchkneten, richtig zusammenkneten, möglichst kurz. Je kürzer ihr solch einen Teig knetet, desto mürber sind nachher eure Plätzchen. Gerade noch so ein paar Mal einfach aufrollen und wieder zusammendrücken. Und ihr seht, es ist ein wunderschöner Teig geworden. Wunderbar. Den können wir jetzt gerade zu einem flachen Rechteck formen und einfach einpacken und eine halbe Stunde kalt stellen. So, mein Teig ist schön gekühlt. Er ist schön fest geworden. Jetzt werde ich mir den Teig in Rollen aufteilen. 6 Stück, 6 Rollen. Machen wir erstmal 6 Teile hier draus. Da formen wir uns einfach eine Rolle. So 30, 40 Zentimeter ungefähr. Zur Not ein bisschen Mehl auch verwenden. So, ich bleibe jetzt mal bei ja, so 36 Zentimeter. Und alle 2 Zentimeter schneide ich jetzt hier ein. Dann habe ich ungefähr die gleiche Plätzchengröße. Kann man auch so ein bisschen Pi mal Daumen machen. Und die Plätzchen, die können wir uns dann zu Kugeln formen. Die sind jetzt relativ klein, aber die Plätzchen werden ansehnlicher, wenn ihr sie etwas kleiner macht. Und nicht so Riesenplätzchen. Ist immer nicht so schön. Die sollen ja mit einem Haps im Mund verschwinden. Und ihr seht, ich brauche gar kein Mehl. Also ich könnte jetzt welches verwenden, aber dann würde ich mir die Plätzchen nur unansehnlich machen. Deswegen versuche ich es einfach ohne. Wenn ihr sehr warme Hände habt, dann taucht sie ab und zu mal so in kaltes Wasser. Ist auch ein kleiner Trick, dass die Hände schön kühl bleiben. Das mache ich natürlich jetzt mit allen meinen Teigstücken. Immer so ein bisschen erst durchkneten, akklimatisieren lassen und dann ausrollen und in kleine Stücke teilen. Und dann sehen wir uns wieder zur Weiterbehandlung des Ganzen.
So, und jetzt werden wir jede unserer Kugeln einmal mit der Hälfte hier in das Eiweiß tunken, ein bisschen abtropfen lassen und dann natürlich hier in die Mandeln. Dann kommt es aufs Blech. Das machen wir jetzt mit einfach allen. Ist natürlich viel Arbeit. Man kann sie auch größer machen, dann hat man etwas weniger zu tun und hat mehr Keks. Das könnt ihr einfach nach Geschmack machen. Und wenn ihr die Kugeln so schön auf dem Blech habt, dann könnt ihr sie noch hier eindrücken, vorsichtig. Also ein bisschen festhalten und eindrücken. Denn hier in der Mitte soll ja unser Gelee dann noch hinein. Ich mache jetzt eine Ladung so ganz zart, aber dann werde ich noch ein paar größere machen. Schön eindrücken, zur Not den Kochlöffelstiel nochmal in Mehl drücken, wenn es kleben sollte. Ihr könnt die Plätzchen auch mit dem Pinsel abstreichen, wenn euch das nicht so lieb ist, da in das Eiweiß hineinzugehen. Das geht auch. Und jetzt kann man sie vor dem Backen mit dem Gelee füllen oder nach dem Backen. Das ist so ein bisschen, da scheiden sich die Geister, würde ich sagen. Ich backe die Plätzchen jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze oder Heißluft 160 Grad ungefähr in der Mitte des vorgeheizten Backofens 10 bis 12 Minuten. Wenn sie so klein sind, vielleicht sogar nur 8 Minuten, also ein bisschen dabei bleiben. Und so hübsch sehen unsere Plätzchen nach dem Backen aus. Die waren jetzt wirklich nur 8 Minuten drin. Dann wurden die Mandeln schon ja, so ein bisschen dunkel. Und ich habe sie einfach nach dem Backen nochmal ganz vorsichtig in der Mitte eingestochen. Denn das geht beim Backen so ein bisschen zu, wenn man kein Gelee verwendet. Definitiv würde ich die größere Größe empfehlen. Ich mache jetzt noch ein Blech noch mit der anderen Größe. Zum Füllen mache ich mir das Gelee immer schön heiß. Rühre das einfach einmal durch. Das soll richtig schön fließfähig sein. Jetzt könnt ihr das mit dem Löffel in die vorbereiteten Vertiefungen füllen oder mit dem Spritzbeutel. Gerade so ein bisschen was hineinfüllen, nicht zu viel, denn der wird dann zu heiß. Und dann schneidet man ganz, ganz fein vorne ab. Und dann können wir uns füllen. Und dann einfach nach dem Backen kann man dann nochmal füllen. Sollte das Gelee irgendwie nicht mehr so schön aussehen. Schön, einfach schön. Und jetzt ab mit denen in den Ofen. Hier habe ich jetzt auch die erste Ladung. Die fülle ich natürlich jetzt auch. Ja, und für Halloween könnt ihr jetzt hier natürlich auch Augen aufsetzen. Da müsst ihr aber auch größere Kekse backen, auf jeden Fall, damit die dann überhaupt drauf passen. Weil diese hier sind jetzt wirklich ganz, ganz fein und klein. Und jetzt lasse ich das Gelee einfach trocknen und dann sind die Plätzchen fertig zum Genießen. So, erstmal gibt es einen schönen Kaffee. Ein wenig Milch. Und dann gibt es eins der wunderschönen Plätzchen. Dann wollen wir mal probieren. Ein Schluck Kaffee vorweg und dann das Plätzchen. Also die Plätzchen schmecken schön knusprig nach den Mandeln. Ein schöner süßer Mürbeteig, ganz zart auf der Zunge zergehend. In der Mitte das rote Auge schmeckt fein nach Gelee. Könnte noch ein bisschen mehr sein, also richtig schön voll füllen. Vielleicht auch zweimal füllen einfach. Ja, ansonsten mit einem Haps weg. Das waren die wunderschönen Rubinplätzchen oder auch Kulleraugen oder Engelsaugen, wie man sie auch immer nennt. Diesmal in einer Variation mit Mandeln oder vielleicht zu Halloween mit einem Gruselauge mitten in der Mitte. Kann man auch toll mit Kindern zubereiten. Ich freue mich, wenn ihr davon Fotos schickt. Auf Facebook oder Instagram geht das ganz gut. Die Links dazu findet ihr hier unten unter dem Videotitel in der Beschreibung. Dort findet ihr auch nochmal den Link zum Rezept. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Denn wie gesagt, jeden Sonntag geht ein neues Tortenkuchen- oder Plätzchen-Video online. Und wir sehen uns hier nächste Woche wieder Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und viel Spaß beim Plätzchenbacken. Tschüss!